Willkommen zu einer Reise in die goldene Ära Hollywoods und zu einer Frau, deren Name bis heute das Synonym für zeitlose Eleganz, Anmut und tief empfundenes Menschsein ist, Audrey Hepburn. Wir alle kennen das ikonische Bild von ihr als Holly Golightly mit dem Zigarettenhalter in der Hand, vor dem Schaufenster von Tiffany's in New York. Doch hinter der Leinwand-Diva und dem modischen Archetyp verbirgt sich eine Geschichte von Krieg, Widerstand, zerbrochenen Träumen und einem späten, aber umso wichtigeren Ruf, dem als Botschafterin für die Ärmsten der Welt. Audrey Hepburn, deren Karriere, Stil und humanitäres Engagement untrennbar miteinander verbunden sind, ist zwar keine Bürgerin der deutschsprachigen Länder, doch ihre Lebensgeschichte ist eng mit der Geschichte Zentraleuropas und den tragischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs verknüpft, die das Schicksal der deutschen, österreichischen und Schweizer Nachbarn auf so schmerzhafte Weise prägten. Ihre Mutter war eine holländische Baronesse, Ella van Heemstra. Audrey verbrachte ihre formative Kindheit in einer Region, die schon bald vom Krieg verschlungen werden sollte. Diese frühen Jahre formten nicht nur ihren Charakter, sondern legten auch den Grundstein für ihr späteres tiefes Engagement für UNICEF. Bleiben Sie dran, denn heute enthüllen wir die Frau hinter der Legende, ihre Triumphe, ihre Schattenseiten und das strahlende Erbe, das sie uns hinterlassen hat. Geboren wurde Audrey Kathleen Rusten am 4. Mai 1929 in Ixelles, einem Vorort von Brüssel. Ihre Kindheit war von einem ständigen Hin und Her zwischen Belgien, England und den Niederlanden geprägt. Doch die Idylle zerbrach schnell. Ihr britischer Vater, Joseph Victor Anthony Rusten, verließ die Familie, als Audrey gerade 6 Jahre alt war, ein Trauma der Verlassenheit, das sie ihr Leben lang begleiten sollte. Die Mutter, Baronesse Ella van Heemstra, eine Frau von adliger Strenge, versuchte, die Familie über Wasser zu halten. 1939 zog die Familie in die Niederlande, nach Arnhem, in der Hoffnung, dort vor dem sich anbahnenden Krieg sicher zu sein, ein tragischer Irrtum. Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1940 katapultierte die junge Audrey mitten in die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Während der Besatzungszeit änderte ihre Mutter den Namen ihrer Tochter in Edda van Heemstra, um sie vor einer möglichen Stigmatisierung durch den englisch klingenden Namen zu schützen, eine vorsorgliche Maßnahme in einer Zeit des Misstrauens und der Angst. Die Teenagerjahre von Audrey waren geprägt von Hunger, Kälte und der ständigen Gefahr. Sie litt unter Mangelernährung, was zu gesundheitlichen Problemen führte, die sie ihr Leben lang begleiten sollten. Doch trotz all dieser Not bewies die junge Edda unglaubliche Widerstandsfähigkeit. Sie war nicht nur eine Überlebende, sondern auch eine Helferin. Als enthusiastische Balletttänzerin gab sie heimlich Tanzvorführungen, um Geld für die niederländische Widerstandsbewegung zu sammeln. Sie transportierte Nachrichten und half, wo sie konnte, eine stille Heldin inmitten des Chaos. Diese traumatischen Jahre, in denen sie so viel Leid sah, pflanzten den Samen für ihr späteres humanitäres Engagement. Sie kannte Hunger und Verzweiflung aus erster Hand. Nach der Befreiung und dem Ende des Krieges begann Audrey, ihren Traum vom Ballett ernsthaft zu verfolgen, doch ihre durch die Mangelernährung geschwächte Konstitution und ihre Größe machten eine Karriere als Prima-Ballerina unmöglich. Ein neuer Weg öffnete sich. Sie nahm Schauspielunterricht, trat in Musicals im Londoner West End auf und wurde schließlich vom französischen Autor Colette entdeckt, der sie persönlich für die Hauptrolle der Broadway-Produktion von Gigi auswählte. Der Durchbruch gelang ihr 1953 mit Roman Holiday, ein Herz und eine Krone. Für die Rolle der Prinzessin Anne, die sich aus den Zwängen des Hofes befreit, gewann sie den Oscar, den Golden Globe und den BAFTA Award. Über Nacht war Audrey Hepburn ein Star. Doch es war der Film Breakfast at Tiffany's, in Deutschland oft als Frühstück bei Tiffany, bekannt aus dem Jahr 1961, der sie zur unsterblichen Ikone der Popkultur machte. Als Holly Golightly verkörperte sie eine faszinierende Mischung aus zarter Verletzlichkeit, glamouröser Nonkonformität und tiefer Sehnsucht. Der Film und das von Hubert de Givenchy für sie kreierte kleine Schwarze wurden zum Symbol für moderne, unaufdringliche Eleganz. Ihre Karriere blühte auf mit Filmen wie Sabrina, Funny Face, My Fair Lady und Karade. Sie war bekannt für ihre unglaubliche Leinwandpräsenz, ihre einzigartige Schönheit, die fernab der damaligen Schönheitsideale lag, und ihren subtilen, nuancierten Schauspielstil. Doch was Audrey von vielen ihrer Zeitgenossinnen unterschied, war ihre unerschütterliche Authentizität und ihre Fähigkeit, mit ihrer Natürlichkeit zu entwaffnen.
Sie sammelte Auszeichnungen wie kaum eine andere und ist eine der wenigen Personen, die alle 4 Hauptpreise der Unterhaltungsindustrie, den Oscar, den Emmy, den Grammy und den Tony Award, (IGO), gewonnen hat, wenn auch der Grammy erst posthum für ihre gesprochenen Kindergeschichten verliehen wurde. Trotz des Ruhms sehnte sich Audrey Hepburn nach einem einfachen, erfüllten Leben, fernab des Hollywood-Trubels. Ihre privaten Beziehungen waren jedoch oft von Herausforderungen und Herzschmerz geprägt. Ihre erste Ehe mit dem Schauspieler Mel Ferrer dauerte von 1954 bis 1968, in der sie ihren ersten Sohn, Sean, zur Welt brachte. Nach der Scheidung zog sie sich für einige Jahre fast vollständig aus der Filmwelt zurück, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Ihre zweite Ehe mit dem italienischen Psychiater Andrea Dotti brachte ihr ihren zweiten Sohn, Luca, und eine Zeit des Lebens in der relativen Anonymität in Rom ein. Doch auch diese Ehe zerbrach. Audrey fand schließlich ihr spätes Glück in der Beziehung mit dem niederländischen Schauspieler Robert Wolders, mit dem sie bis zu ihrem Tod zusammenlebte. Für sie war es immer eine Gratwanderung, die Anforderungen einer Weltkarriere mit ihrem tiefen Wunsch nach Mutterschaft und häuslicher Ruhe in Einklang zu bringen. Nach dem Ende ihrer großen Filmkarriere in den späten 60er Jahren zog sie sich in die Schweiz zurück, in ein Landhaus namens La Paisible, in Tolochenaz. Diese Entscheidung für ein zurückgezogenes Leben im Herzen Europas, abseits des Rampenlichts, zeugt von ihrem tiefen Bedürfnis nach Normalität und Frieden, eine Sehnsucht, die zweifellos in den turbulenten Kriegsjahren ihren Ursprung hatte. Der wohl wichtigste Akt in Audrey Hepburns Leben begann in den späten 1980er Jahren, als sie sich entschloss, ihre Berühmtheit für eine größere Sache einzusetzen, als Sonderbotschafterin für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF. Es war nicht nur ein Job, es war eine Berufung, eine Rückkehr zu ihren Wurzeln und eine späte Antwort auf das Leid, das sie als Kind selbst erfahren hatte. Sie sagte einmal: „Ich kann bezeugen, was UNICEF für Kinder bedeutet, denn ich war eines dieser Kinder, die nach dem Krieg Lebensmittel und medizinische Hilfe erhielten." Mit unglaublicher Energie und ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit reiste sie in einige der ärmsten und gefährlichsten Regionen der Welt, in den Sudan, nach Äthiopien, Vietnam, Bangladesch und Somalia. Sie besuchte Kinder, die unter Kriegen, Hungersnöten und Krankheiten litten. Diese Reisen waren körperlich und emotional zutiefst aufreibend, aber Audrey gab den vergessenen Kindern eine Stimme und ein Gesicht. Sie nutzte ihre Eleganz nicht mehr, um Hollywood zu verzaubern, sondern um die Welt auf die Notlage der Kleinsten aufmerksam zu machen. Ihr Engagement für UNICEF gilt als ihr größter und nachhaltigster Erfolg, der weit über ihre Filmerfolge hinausstrahlt. Ihr Tod am 20. Januar 1993 in der Schweiz, verursacht durch Krebs, war ein Verlust für die ganze Welt. Trotz ihres makellosen öffentlichen Bildes gab es natürlich auch kontroverse Aspekte in Audrey Hepburns Leben. Die bekannteste davon betrifft die politischen Ansichten ihrer Eltern. Es ist historisch belegt, dass ihr Vater Joseph Rustin ein glühender Nazi-Sympathisant war, der die British Union of Fascists unterstützte. Auch ihre Mutter, die Baronesse, zeigte in den frühen 1930er Jahren Sympathien für Hitler und traf sich mit einem engen Freund von Goebbels in München. Diese Tatsache, die im krassen Gegensatz zu Audreys späteren Erfahrungen im von den Nazis besetzten Holland und ihrem heldenhaften Engagement für den Widerstand steht, ist ein schmerzhafter Punkt in ihrer Biografie. Audrey distanzierte sich jedoch vehement von den Ansichten ihrer Eltern. Ihre eigenen Erlebnisse während des Krieges, ihre Hilfe für den Widerstand und ihr lebenslanges humanitäres Wirken für UNICEF sind der ultimative Beweis dafür, dass sie einen radikal anderen Weg einschlug und die Fehler ihrer Eltern mehr als nur ausglich. Was bleibt von Audrey Hepburn? Es ist nicht nur die Erinnerung an die Schauspielerin, die einen Oscar gewann, oder die Modeikone im kleinen Schwarzen. Es ist die einzigartige Synthese aus diesen beiden Rollen und der dritten, der wichtigsten, der humanitären Botschafterin. Sie hat uns gelehrt, dass wahre Eleganz von innen kommt. Ihre berühmten Zitate über Schönheit, wie „für schöne Augen, suche das Gute in den anderen, für schöne Lippen, sprich nur freundliche Worte, und für eine Haltung, laufe mit dem Wissen, dass du niemals allein bist", sind zu Lebensphilosophien geworden. Audrey Hepburns Vermächtnis ist ein dreifaches: die Filmlegende, die mit Frühstück bei Tiffany die Leinwand verzauberte, die Stilikone, die uns lehrte,
dass weniger oft mehr ist, und die das Design von Givenchy unsterblich machte, und vor allem die Menschenfreundin, die ihre Prominenz nutzte, um in den dunkelsten Ecken der Welt Licht zu verbreiten. Audrey Hepburn symbolisierte Zärtlichkeit, aber sie besaß die Stärke einer Löwin, als es darum ging, für die Rechte und das Überleben der Kinder zu kämpfen. Sie überwand die Traumata des Krieges und die Schatten ihrer Familiengeschichte, um eine der einflussreichsten Frauen des 20. Jahrhunderts zu werden. Sie hat uns ein unvergängliches Geschenk hinterlassen, die Blaupause für ein Leben, das sowohl glamourös als auch zutiefst bedeutungsvoll sein kann. Sie hat uns bewiesen, dass Ruhm nicht nur für den persönlichen Genuss da ist, sondern eine mächtige Waffe im Kampf gegen Ungerechtigkeit sein kann. Und damit möchte ich eine Frage an Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, richten: Welches von Audrey Hepburns berühmten Zitaten inspiriert Sie am meisten in Ihrem eigenen Leben, um Menschlichkeit und Eleganz zu verbinden? Teilen Sie es uns in den Kommentaren mit. Wenn Ihnen dieser tiefe Einblick in das Leben von Audrey Hepburn gefallen hat, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dem Video einen Daumen hoch zu geben und die Glocke zu aktivieren, damit Sie unsere nächsten Porträts über inspirierende Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Region und darüber hinaus nicht verpassen. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie elegant und bleiben Sie menschlich.